Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scala. Ja, ich habe tatsächlich noch was für euch gefunden und zwar habe ich euch ja angekündigt, Scala ist eine sehr gute Sprache zum Parallelprogrammieren. Und ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie das überhaupt funktioniert, deswegen werde ich das jetzt mal nachholen. Also zunächst einmal müsst ihr erstmal hier Import und zwar scala.actors, das sind sozusagen die Threads von Scala. Dann erstmal den Actor holen und dann noch, ach Gott, ja, import scala.actors, actors.actor, Punkt und dann alles. Also alles von der Klasse Actor und von allen Unterklassen einfach einholen. Und ja, was macht es denn da schon wieder für einen Strich durch die Rechnung? Na, ist egal. Okay, und ja, jetzt haben wir vielleicht in unserer Main-Funktion, genau, da kreieren wir uns jetzt erstmal so einen Worker-Thread sozusagen, deswegen nennen wir den auch einfach Worker. Und da schreiben wir einfach ist gleich. Und es gibt ähm, in Actor drin gibt es eine Funktion, die nennt sich Actor, klein geschrieben. Und ja, die macht folgendes für uns, beziehungsweise eigentlich ist es eine Trade, aber wir können sie auch so benutzen, indem wir einfach schreiben ist gleich Actor und hier drin dann die eine Funktion implementieren, nämlich die, welche war es? Die Act-Funktion. Die sieht man gar nicht. Das heißt, ich muss hier nur reinschreiben in die Actor-Funktion, was ich haben möchte und implementiere dadurch mehr oder weniger indirekt meine Act-Funktion. Und hier schreibe ich dann einfach rein, was ich gerne hätte. So, und jetzt sage ich hier einfach mal Loop. Und Loop ist auch speziell für diese Actors gedacht. Das ist nämlich einfach die ganze Zeit immer wieder reinspringen. Ähm, Ja, Loop ist quasi wie eine While-True-Schleife, die man sonst am besten nicht verwendet, aber für solche Actors ist es doch eigentlich ganz sinnvoll. Ich meine, Grafik-Engine muss die ganze Zeit geupdatet werden, alles muss ständig geupdatet werden und dafür ist jetzt dieser Worker-Thread da. Dann gibt es hier noch diese Receive-Trade eigentlich auch, ähm, der wir hier etwas reinpacken wollen. Was macht es da schon wieder? Ja, das ist mir auch klar, dass du das da hast, das Problem. Ähm, Ja, hier kann man drin sagen, wir switch casen einfach dadurch. Wir receiven, was wir geschickt bekommen. Also ich kann an einem anderen Thread äh, Messages schicken und diese Messages kann der dann verarbeiten. Und ich möchte jetzt meinem Thread hier mal 1, und dann gibt er aus, was gibt er aus? Just one, falls es 2 ist, much better, und falls es 3 ist, wow, slow down. Okay, so, also das heißt, dieser Thread loopt da jetzt einfach die ganze Zeit durch und versucht irgendwas zu bekommen. So, und ich habe es in in die Main-Funktion reingeschrieben, das wollte ich doch gar nicht da haben. Ich wollte das davor haben, vor der Main-Funktion. Ich wollte das einfach da als eigene Funktion haben. Genauso. So. Ups. So, und jetzt kann ich in der Main-Funktion, kann ich mir einfach diesen Worker aufrufen und kann dem Sachen schicken. Worker. So, und jetzt haben wir da tatsächlich mal die einfachste Syntax, die ich jemals gesehen habe, um irgendwelche Sachen zu schicken. Nämlich einfach Ausrufezeichen. Und das war es auch tatsächlich schon. Und jetzt hinten dran die Message, zum Beispiel 1. Achso, ja. Ähm, ich sollte vielleicht da noch ein Printline davor schreiben, sonst tut er dann nichts. Immer dieses automatische Klammer schließen, furchtbar. So,
So, und jetzt rufe ich hier einfach meinen Worker mit der eins auf. Das heißt, das läuft wirklich in einem anderen Thread. Das ist ein eigener Thread, der jetzt die ganze Zeit hier durchläuft und loopt. Und ich kann hier jetzt einfach sagen, ich rufe ihn mit eins auf und schicke ihm die Nachricht, du kriegst eins. Und der wartet hier in der Receive-Schleife. Ähm, Die blockt tatsächlich, also er kann nicht weiterarbeiten, solange er keine Message empfangen hat. Das heißt, er schläft so lange. Und wenn er eine Message empfängt, dann geht er da durch und schaut, was er gekriegt hat an Message. Und das Coole ist, ich kann hier wirklich alles Mögliche an Messages reinpacken. Ich kann hier eins, 2, 3 reinpacken. Ich kann aber genauso wie bei den Matches Case Fu ähm, println U2. Das heißt, ich kann da auch wieder sogar über die Klassen matchen, wie ihr das aus dem Matches-Video kennt. Und hier unten in meiner Main kann ich einfach diesen Worker aufrufen und ihm Sachen schicken. Und das ist auch tatsächlich schon alles. Also irgendwelche Berechnungen kann ich hier auch machen und kann quasi meinen Main-Thread dann einfach das Ding schicken. Oder ich schicke es einfach an ihn und an den Worker-Thread und lasse den mal machen. Ja, und jetzt kann ich hier unten einfach irgendwie durchloopen, zum Beispiel mit einer for. Achso, da brauche ich die Variable x wieder. Upsala. Var x gleich null. So, x ist 1 to 3 und Worker, upsala, receive oder send besser gesagt, x. So, und jetzt kann ich hier vielleicht sogar noch einen Case Bodenstrich machen. Ähm, ja, verdammt, das war eins zu viel. Println what? Nein, nur einer bitte. So, und jetzt kann ich hier sogar von 0 bis 10 gehen und kann einfach meinem Worker immer was schicken und er sagt, what? Just one, much better, whoa, slow down, what. Ja, also ihr seht, ich kann hier ziemlich viel Scheißdreck damit machen, aber ich denke, ihr findet da sicher auch eine sinnvolle Anwendung dafür. Das ist quasi das Multithreading ziemlich leicht gemacht, weil ich kann einfach eine Nachricht schicken, ohne irgendwie große Probleme damit zu haben. Ja, und das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Natürlich kann ich hier auch den Worker noch mehrere Funktionen aufrufen, zum Beispiel Start. Start wird automatisch aufgerufen, wenn ich hier diese Actor Loop, also wenn ich dieses val Worker gleich Actor schreibe, dann wird das automatisch aufgerufen, diese Start-Funktion oder Start-Funktion. Die Act-Funktion ist das, was wir hier drin eigentlich überschrieben haben. Continue wird aufgerufen, wenn er geschlafen hat. Und dann wird er halt weitergeschickt quasi. Get State, ja, da habe ich dann ein paar States, die könnt ihr online nachgucken. Die weiß ich jetzt auch gerade nicht auswendig. Ja, Loop habe ich euch gezeigt. Nimmt übrigens eine Funktion, deswegen ist es hier auch mit den geschweiften Klammern hier gemacht und diese Funktion ist dann eben dieses Receive und die wiederum nimmt auch eine Funktion. Das sind alles Funktionen höherer Ordnung, ähm, die wir hier haben. Ja, und Receive und so weiter. Restart fängt wieder von vorne an. Ja, ihr könnt euch da mal durchquälen oder durchlesen. Was ich euch jetzt tatsächlich noch zeigen möchte, ist folgendes. Synchronized. Synchronized ist auch so ein schönes Konstrukt. Synchronized. Und da kann man dann auch wieder, das ist auch eine Funktion höherer Ordnung, die wiederum eine Funktion nimmt. Und diese Funktion schreiben wir normalerweise direkt einfach rein. Das ist dann einfach so ein Codeblock, in dem dann halt Code steht. Und hier wird dann tatsächlich von allen Threads der Code gleichzeitig ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, dann und ich habe da mehrere Threads drauf laufen oder vielleicht sogar eine ganze Methode, dann kann ich hier schreiben synchronized vorne dran. Ist auch erlaubt. Logischerweise macht es keinen Sinn ähm, bei der Main-Funktion, denn wir haben hier nicht mal ein Gleich oder sowas stehen. Also überall kann ich das theoretisch, außer bei der Main, dranhängen an Funktionen oder einfach nur an Codeblöcke und dann wird dann eben dieser Teil gleichzeitig von allen Programmen ausgeführt, aber nicht wirklich echt gleichzeitig. Also das eine Programm wartet bis es, oder der eine Prozess wartet, bis der nächste Prozess fertig ist. Ja, falls ihr absolut keine Ahnung habt, was ich da gerade überhaupt gelabert habe, was Prozesse sind und so weiter, was Multithreading überhaupt ist, schaut euch meine Java-Videos dazu an. Und ja, ihr findet sie unter Multithreading Java für Fortgeschrittene und
schaut euch die mal an, da wird euch dann bewusst, warum das hier alles viel, viel kompakter ist, als das, was Java gemacht hat. Gut, das war's von meiner Seite und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.